Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um das Thema Lightblocks Batterie. Ich habe die jetzt schon einige Zeit lang im Einsatz und ja, ich glaube circa vor 2 Monaten oder so gab es sogar auch mal ein Firmware-Update. Das heißt also für die Batterie oder die Steuerungselektronik in der Batterie selber. Hat dann dazu geführt, dass ich jetzt sogar noch ein bisschen mehr Kapazität habe. Also sie hält jetzt locker eine Woche lang ohne zusätzliches Laden, wenn das Fahrzeug nur steht. Ich habe aber festgestellt, dass jetzt doch aufgrund ja, der starken Vibrationen während des Einsatzes auf der Rennstrecke bei Trackdays sich das Ganze leicht gelöst hat. Das heißt also, ich hatte so leichtes Spiel in diesen Verankerungspunkten und konnte aber auch nicht mehr fester ziehen. Das heißt, heute gehe ich jetzt hier einerseits Winterfit machen und andererseits diese Vibrationen eliminieren und dafür messe ich jetzt einmal die Größe der Grundplatte, auf der diese Batterie sozusagen nachher befestigt ist. Das sieht man jetzt hier auch, unten ist so eine Grundplatte, oben sitzt die Batterie drauf und jetzt messe ich einmal die Größe dieser Grundplatte, damit ich mir da eben entsprechend ein Stückchen Heizkörperreflektorfolie, das habe ich jetzt genommen, weil das wie gesagt auch so ein bisschen vor Kälte schützt. Hier nochmal die Daten der Grundplatte, 24,5 auf 18 cm. Da habe ich mir jetzt ein Stückchen aus meiner Reflektorfolie ausgeschnitten. Auf der einen Seite haben wir dieses Wabenmuster hier, ne, was eben, wie gesagt, einerseits auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Polsterungseffekt hat und Vibrationen aufnimmt. Und auf der anderen Seite ist eben so ein Stückchen Aluminium, was dann nachher Kälte abhält. Hier sehen wir nochmal dieses Muster. Und jetzt gehe ich her und löse sozusagen die Verankerungsplatte aus dem Kofferraumboden. Das ist mit einer Schraube befestigt. Das ist eine 10er Nuss, die ihr hier braucht. Zumindest ist es bei mir jetzt so, das Befestigungsloch musste ja extra gebohrt werden, weil die Adapterplatte zu kurz war. Und wenn ich jetzt diese Platte gelöst habe, dann kann ich die gesamte Batterie samt dieser Adapterplatte ein bisschen anheben und dann unten drunter diese Reflektorfolie einführen. Das sorgt dann, wie gesagt, dafür, dass von unten nicht mehr so viel Kälte nach oben zieht, was jetzt ganz praktisch ist im Winter, ne, damit die Batterie da eben nicht so Kälteschaden oder irgendwas nimmt. Und auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass jetzt da das Ganze noch ein bisschen gedämpft ist. Da ist jetzt blankes Metall, auf dem diese Adapterplatte liegt, diese Plastikadapterplatte. Und dadurch ist natürlich immer ein bisschen, aufgrund der Vibrationen auf dem Rennstreckeneinsatz, immer gegeben, dass das Ganze sich so ein bisschen frei wackelt, ne, aus dieser Verankerung. Und um diese Vibrationen zu dämpfen und zu unterbinden und eben zusätzlich auch noch so einen Kälteschutz einzubauen, gehe ich jetzt her und unterfütter das. Ihr müsstet darauf achten, ihr könnt natürlich jetzt auch, sag ich mal, irgendeine Gummimatte nehmen oder irgendwas, was ihr eben gerade so zur Hand habt. Und solltet aber darauf achten, dass die nicht zu dick ist, ja. Denn ansonsten bekommt ihr diese Kralle, die Adapterplatte am Kofferraumboden hält, nachher nicht mehr befestigt. Jetzt, wie gesagt, habe ich das unterfüttert und jetzt gehe ich einfach her und bringe wieder die Verankerungskralle an, sodass das nachher alles wieder fest sitzt und ziehe das ordentlich nach. Jetzt habe ich das also ordentlich angezogen. Jetzt wird hier hinten noch so ein Entlüftungsschlauch, den verstaue ich wieder an der ursprünglichen Position. Das sitzt jetzt wirklich bombenfest. Wie gesagt, ich habe dadurch jetzt eben einerseits einen Kälteschutz installiert und andererseits auch dafür gesorgt, dass diese Vibrationen weg sind, weil diese Matte einfach eine gewisse Stärke hat und ja, dadurch sozusagen diese möglichen Vibrationen aufnimmt. Hier sieht man das auch nochmal, dass diese Matte da jetzt drunter liegt und dadurch kann ich eben hoffentlich das Problem beseitigen, dass sich über die Laufe der Zeit das Ganze so ein bisschen, ja, wieder löst oder frei vibriert. Und ich werde auf jeden Fall berichten, ob das was geholfen hat oder nicht. So könnt ihr das auf jeden Fall tun. Wie gesagt, alternativ wäre es auch möglich, hier irgendeine Gummimatte oder ähnliches drunter zu legen. Aber jetzt sitzt das wirklich wieder bombenfest und da verrutscht nichts und da wackelt nichts. Am Ende noch einmal zur Sicherheit nachziehen und dann ist die Geschichte auch schon durch. Hier seht ihr jetzt einmal, wie gesagt, weil ich das Fahrzeug jetzt im Winter nicht so viel bewege, das spezielle Ladegerät für die Lightblocks Batterie. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Das hat den richtigen Ladestrom und schont eure Batterie, sodass ihr da auch lange Freude daran habt und ist eigentlich ja, auch vom Hersteller empfohlen. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es war hilfreich. Bis zum nächsten Mal und ciao.